6 Tipps, wie du deine Webseite für Pinterest optimierst. Ein gutes Pinterest-Profil ist Gold wert. Denn wir wollen letztendlich unsere ganzen Leute, die auf Pinterest landen, nämlich über 400 Millionen jeden Monat, wahrscheinlich mittlerweile schon 500, irgendwelche Leute davon wollen wir doch gerne auf unserer Webseite holen. Ne? Und aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, dass du Pinterest genau sagst, worum es in deinem Profil geht. Und dann, das macht auch Sinn, ne? Also irgendwie macht komplett Sinn, das zu tun. Und das wollen wir jetzt einmal überlegen, was wir hier tun können, um deine Webseite so für Pinterest zu optimieren, dass die beiden sich unterstützen. Tipp 1. Du musst deine Webseite verifizieren. Ganz, ganz wichtig, Pinterest sollte wissen, welche Pins dir gehören, ja? Welche Pins von deiner Webseite kommen. Dazu gehst du hin in dein Profil und verifizierst deine Webseite. Du fügst ein wenig Code einfach in den Head-Bereich deiner Webseite ein und dann weiß Pinterest, diese Webseite, die gehört zu dem Profil und kann dementsprechend deinen Pins mehr Reichweite geben, weil man weiß ja, worum es geht. Ne? Wenn du das machst, wird neben deinem Profilbild ein Link angezeigt. Und dieser Link geht immer direkt zu deinem Pinterest-Profil und dort gibt es einen Link direkt zu deiner Webseite. Ich zeige dir das jetzt einmal am Computer, damit du genau sehen kannst, wie das aussieht. Weil mir war das erst gar nicht so klar. Ne? Ich habe gedacht, wo ist denn jetzt dieser Link, der da irgendwo hinführen soll? Aber wenn du dir jeden Pin, den du hast, verlinkt auf dein Profil und von da aus dann eben auf deine Webseite. Wir schauen uns das jetzt einmal am Rechner an. Ich gehe jetzt mal hier einfach in irgendein Board rein. Bloggen für Kreative ist das jetzt hier. Und hier siehst du schon meine Pins. Da klicke ich jetzt auch mal auf einen drauf. Und hier siehst du, CMD Akademie ist unterlegt. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann lande ich direkt auf meinem Profil. Schön ist auch, dass hier immer mein Bild angezeigt wird. Also es hat einen Wiedererkennungswert. Ne? Also jeder, der das Bild sieht, weiß, das gehört zu der CMD Akademie und hoffentlich kennt er mich dann irgendwann und kommt auch öfter bei mir vorbei. Also ich klicke jetzt hier einmal drauf und du siehst, ich lande direkt auf meinem Profil. Zwar auf erstellt und nicht gemerkt, aber immerhin. Und hier ist direkt ein Link zu meiner Webseite. Wenn ich da draufklicke, lande ich direkt auf der Webseite und so hole ich dann die Besucher von Pinterest auf meine Webseite, ne? Wenn das Ganze miteinander verknüpft ist. Außerdem hast du den dicken Vorteil, wenn du deine Webseite verifizierst, dass du auch Analytics angezeigt bekommst. Das heißt, du hast hier unter Unternehmen hast du ein Business Hub oder hier Analytics gibt es auch noch. Da wird zu jedem Pin werden die Informationen angezeigt. Auch auf jedem Pin gibt es unten links so einen kleinen Button. Und da sind dann die ganzen Analytics zu dem speziellen Pin. Das heißt, du weißt immer, wie viele Klicks auf deinen Pin gegangen sind, die dann wiederum auf deiner Webseite gelandet sind. Ne? Diese Informationen sind Gold wert, weil wenn du nämlich siehst, ich sag mal, 50 Klicks sind in den letzten 5 Tagen über diesen Pin auf meine Webseite gelandet. Prima, dann mach mehr davon. Ne? Ich meine, wenn etwas funktioniert, warum solltest du das Rad neu erfinden? Dann mach mehr, genau von dieser Sache. Leuchte das Ganze ein bisschen anders, guck von einer anderen Seite, überleg nochmal, was du Neues bieten kannst. Aber um Gottes Willen, mach mehr von dem, was funktioniert. Auf diese Weise bauen wir Schritt für Schritt immer mehr Reichweite und vor allen Dingen immer mehr Traffic auf, der auf deine Webseite gelangt. Natürlich ist Traffic alleine nicht alles, ne? Weil wir müssen ja mit diesem Traffic auch irgendwas machen. Was nutzt das, wenn Menschen auf deine Webseite kommen? Die müssen ja dann irgendeine Handlung durchführen. Ne? Entweder sollen sie sich in den Newsletter eintragen, im Idealfall kaufen sie direkt ein Produkt, aber die meisten werden erst einmal gucken, ne? Werden gucken, ein bisschen lesen, sich mit dir vertraut machen und hoffentlich dann auch sich in deinen Newsletter eintragen, weil dann kannst du denjenigen immer wieder kontaktieren. Tipp Nummer 2, Metadaten anlegen. Ja, was sind Metadaten? Ne? Hört sich jetzt erstmal fürchterlich technisch an. Es kann passieren, dass du deinen Text eingegeben hast für den Pin, dass du den SEO optimiert hast, dass du das dann abspeicherst und dann ist dein Text weg. Es passiert nicht häufig, ne? Aber es kann passieren. Oder nach langer Zeit siehst du auf einmal, der Pin ist irgendwie so gar nicht optimiert. Muss dir aber nicht passieren. Ne? Wenn deine Webseite verifiziert ist,
hat das auch den Vorteil, oder wenn du die Rich Pins aktiviert hast, hat das den Vorteil, dass die Metadaten von der Webseite, von deiner Webseite, von Etsy, von YouTube, von Instagram, egal, gezogen werden und in deinem Pin angezeigt werden. Wie das Ganze funktioniert? Ja, eigentlich ganz einfach. Ne? Du installierst ein Plugin, das heißt Yoast SEO, Y-O-A-S-T, SEO, ganz, ganz bekanntes Plugin. Und wenn das installiert ist, wird unter jedem Blogpost werden Metadaten angezeigt. Ich zeige dir das jetzt einmal am Rechner. Ich gehe mal auf meine Webseite in den Backend-Bereich. Und gehe mal dann auf irgendeinen Blogpost. Und scrolle runter. Dann siehst du direkt, wenn ich hier runter scrolle, dass hier Yoast SEO, hier kannst du es auch nochmal sehen, einiges anzeigt. Ne? In dem Fall habe ich hier, kann ich hier einmal den Permalink beeinflussen, dann kann ich hier eine Meta-Beschreibung angeben, was ich jetzt nicht gemacht habe, sollte ich tun. Und ja, das ist ja schon mal eine gute Sache. Ne? Also wenn ich diese beiden Dinge schon mal eingebe, dann hat das den Vorteil, dass wenn jemand auf YouTube danach sucht, wird immer ein bisschen was von diesem Text, den ich eingebe, hier angezeigt. Also den Text, der hier eingegeben wird, wird dann hier angezeigt. Deswegen kann der User dann direkt wissen, ist dieser Blogpost was für mich oder eher nicht. Ne? Das ist ja nichts Persönliches, wenn jemand nicht auf deine Webseite kommt. Ne? Du gehst dahin, du gehst zu Google, tippst irgendeinen Suchbegriff ein und es wird das rausgeworfen. Dann steht da der Titel und darunter steht ein bisschen Text und ja, genau den Text, darum geht es. Ne? Das sind die Metadaten. Das ist die Meta-Description und die ist nicht nur für Google gut, die ist auch für Pinterest gut. Daher besser als ich immer hier alles ausfüllen und vor allen Dingen hier die Meta-Beschreibung. Du kannst dir auch nochmal die Analysis angucken. Also du siehst, hier kann man noch weiter optimieren. Ne? Und nicht vergessen auch den Titel hier, Focus Key Phrase eingeben. Ja, damit jeder Blogpost für sich optimiert ist und ja, gut verlinkt. Ne? Du kannst natürlich für einen Blogpost mehr als einen Pin erstellen. Ne? Es dürfen auch 5 oder 10 über Wochen gepostet werden, kein Problem. Jeder Pin spricht jemand anderen an eine andere Nutzergruppe. Deswegen immer eine gute Idee, mehr als einen Pin für deinen Blogpost zu machen. Daher kommen wir zu Tipp Nummer 3. Füge deiner Webseite Pins hinzu, die auch gepinnt werden können. Ne? Was sind denn Pins, die gepinnt werden können? Ja, zum einen Pinterest bevorzugt Pins im Format 2:3, das heißt 2 so, 3 nach unten. Und das sind einmal 1000 x 1500 Pixel, das ist eine ideale Größe. Und wenn du diese Pins haben wir meistens nicht auf der Webseite. Ne? Wenn wir Bilder da rein posten, dann haben die meistens ein 4:3 Format oder im besten Fall noch 16:9, warum auch immer. Aber letztendlich haben die kein 2:3 Format. Die musst du extra erstellen, damit deine Grafiken pinnbar werden, ja? Also für Pinterest optimiert sind. Auch das kannst du wieder auf mehrere Arten machen. Du kannst einfach deinen Pin erstellen. In Canvas haben wir schon mal besprochen. Ich verlinke das Video hier wieder. Und kannst es dann in deinen Blogpost einbinden. Dann sieht man die Grafik, die sehr groß ist, sehr dominant ist und die somit auch ja, den Lesefluss stören könnte. Da kannst du dann entscheiden, möchtest du das? Möchtest du, dass diese Grafik angezeigt wird und dann einfach draufklicken und dann zu Pinterest geschickt werden kann? Oder hättest du gerne ein verstecktes Bild? Auch das ist möglich. Es gibt ein Plugin dafür, das heißt WP Tasty. Ich zeige dir das jetzt einmal am Rechner. Und zwar geht es darum, dass du hier, ja, es ist ein Plugin, das kostet leider auch Geld. Das kostet einmal, ich glaube, $29 pro Jahr. Aber du kannst es auch nach dem einen Jahr noch nutzen. Du bekommst dann halt nur keine Updates mehr. Aber das heißt nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Ne? Und es ist ganz klasse für diese Dinge. Ich zeige das einmal, dass du deine Bilder verstecken kannst und auch mehrere Bilder für einen Blogpost da reinpacken kannst. Gehen wir noch einmal hier. Ich gehe mal auf die Webseite von WP Tasty. Und
ja, hier haben die verschiedene Produkte und ich gehe jetzt mal Tasty Pins, heißt das Ganze. Und du siehst schon, hier ist eine Maske. Da kann ich zu dem Bild, was ich einfüge, eine Beschreibung eingeben, die dann eben auch für Pinterest genutzt wird. Und ja, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Ne? Diese Bilder sind dann versteckt, es sind verschiedene Bilder und wenn dann jemand auf den kleinen Pin-It-Button klickt oder über Tailwind das Ganze pinnen möchte oder einfach nur über den Pinterest-Button in seinem Browser pinnen möchte, kein Problem, die Bilder werden dann angezeigt und das sind dann die Bilder, die derjenige zu seinem Pinterest-Profil hoffentlich mit großer Reichweite pinnen kann. Und da wird das Ganze interessant, ne? Weil wenn du nämlich beschließt, zu jedem Blogpost mehrere Bilder zu erstellen, die kannst du ja nicht alle in deinen Blogpost unterbringen. Das sieht ja irgendwie nicht aus. Ne? Das ist dann richtig gut, dieses Plugin. Ich habe das auf meiner Webseite eingebaut und ich habe dann auch dafür gesorgt, dass ein Blogpost mehrere Bilder hat. Und ich muss sagen, die werden auch recht regelmäßig gepinnt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich war da erst ein bisschen skeptisch, weil wenn ich auf einer Webseite bin, gehe ich nicht zwangsläufig los und pinne alles, was mir unter die Finger kommt. Mehr pinne ich eigentlich auf Pinterest. Aber es gibt offensichtlich auch andere, also bitte nicht immer nur denken, wie du das machst, ist auch ein wichtiges Kriterium, aber es gibt eben auch andere. Also noch eine Möglichkeit, weiter Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deshalb kommen wir zu Tipp Nummer 4. Ein Pin-It-Button einbauen. Ja. Es gibt ein Pin-It-Button, es gibt wieder ein Plugin, das heißt jQuery Pin-It-Button. Das kannst du wieder völlig kostenlos runterladen, auf deiner Webseite installieren und dann hat jedes Bild auf deiner Webseite da, wo du es gerne haben möchtest, meistens oben rechts oder oben links, einen kleinen Pin-It-Button. Und wenn derjenige da draufklickt, kann er es von da aus wieder in sein Pinterest-Profil pinnen. Aber auch du kannst natürlich von da aus deine Pins auf Pinterest pinnen. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben ja ein Board, ja, ein Brandboard, auf dem alle deine Artikel landen. Ne? Ich verlinke auch das Video hier nochmal. Dieses Brandboard ist ganz entscheidend und wichtig. Wenn du jeden Tag einen Blogpost schreibst, ich meine vielleicht ein bisschen viel, aber angenommen, du würdest das tun, dann würde jeden Tag ein Artikel auf diesem Brandboard landen und von dort, wie gesagt, weiter auf die Randboards gepinnt werden. Tipp Nummer 5. Pinterest Widgets auf deine Webseite einbauen. Es gibt einen Developer-Bereich auf Pinterest. Ich verlinke das hier in der Infobox. Und da geht es darum, dass du kannst kleine Widgets erstellen. Ne? Pinterest fragt dich, von welchem Board, welcher Größe, was genau du haben möchtest. Und dann, wenn du das alles angegeben hast, bekommst du Code und das kannst du auf deine Webseite einfügen. Das kannst du in deiner Sidebar einfügen, das kannst du in deinem Blogpost einfügen. Das passt auch in deinen Footer, egal wo du es hinhaben möchtest. Auf jeden Fall kannst du dann ja ein Board einfügen oder je nachdem, was zu deinem Artikel passt. Und das ist auch interaktiv, das ist das Tolle daran, weil wenn du wieder was Neues auf dieses Board pinnst, wird das natürlich wieder angezeigt. Ne? So bleibt das Ganze immer relevant, es kommen neue Inhalte dazu und du wirbst ganz nebenbei noch für dein Pinterest-Profil. Ne? Also es geht auch in die andere Richtung. Ne? Auch deine Webseite darf Abonnenten zu Pinterest schicken. Ne? Und das kann es gut über diese Pin-It-Button bzw. über diese Boards, die du in deine Webseite einbaust. Tipp Nummer 6. Das ist der letzte. Ne? Alle Menschen, die von Pinterest auf deine Webseite gelangen, und da haben wir jetzt eine Menge für getan. Ne? Wir erstellen schöne Grafiken, wir laden das da hoch, wir SEO-optimieren das Ganze, wir geben uns richtig viel Mühe. Aber wie gesagt, was machen wir mit dem Traffic, wenn der auf deine Webseite kommt? Ja, und jetzt musst du eingreifen. Du möchtest die Menschen nämlich in deinen Newsletter haben. Wenn du jetzt noch keinen Newsletter hast, gar kein Problem, den können wir auch noch auf die Webseite einbauen, aber erst einmal überlegen, warum der wichtig ist. Ja? Ein Newsletter hilft dir im Prinzip, deine Abonnenten, deine Interessenten immer wieder anzusprechen. Also es ist wenig besser, als wenn du von Pinterest Menschen auf deine Webseite bekommst, die sich in deinen Newsletter eintragen. Weil wenn du ein Angebot hast, wem machst du das? Ja, okay, du kannst es deinen Instagram-Followern machen. Oder auf Pinterest posten, natürlich. Aber interessanter wäre doch, wenn du das direkt an deine Newsletterliste schicken kannst, oder? Weil
das ist mehr oder weniger ein Garant für Verkäufe. Nämlich, je mehr Menschen in deinem Newsletter sind, desto mehr Verkäufe wirst du natürlich auch erzielen. Ne? Und deswegen ein Newsletter unerlässlich. Und wann immer du jemanden auf deine Webseite schickst, solltest du versuchen, ihn in dein Newsletter zu kriegen. Das heißt, es werden kleine Widgets in den Post eingebaut und dann kann derjenige sich entscheiden, ob er dein Freebie haben möchte und sich dann für deinen Newsletter anmelden will. Ja, das waren 6 Tipps für Pinterest und wie du das Ganze optimierst mit deiner Webseite. Ich hoffe, das hat dir gefallen und hilft dir vor allen Dingen auch, dein Profil zu optimieren. Und wenn dem so ist, natürlich auch deine Webseite. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.